Und jetzt wäre es schön, wenn ich jetzt so aufzählen würde, wie der eine und der andere von dem Unheil frei geworden, was der Unhold, das Böse in seinem Körper schon angestellt hatte. Nicht? Das würde Sie sehr interessieren. Liebe Freunde, bei all diesen, oder bei den meisten dieser habe ich nicht das Geringste von dem gesagt, was schon geschehen ist. Sie selbst haben das Gute für sich beherzigt, sie hatten es für sich aufgenommen und sie haben sich selbst davon überzeugen dürfen. Ich glaube, dass diese Belehrung doch eine bessere ist, dass sie erst von sich selbst überzeugt sind und von dem, zu dem sie gehören, von Gott überzeugt sind. Und ich sage noch einmal, Vertraue und Glaube, es hilft, es heilt, die göttliche Kraft. Na, habe ich jetzt gesagt, was Gröninges tut? Nein, Sie können eines, Sie können von Gott durchgrönen. So kann der andere, der ein und der andere von Gott durch Sie, so Sie ihm die Wahrheit übermitteln, auch das Gute, das rein göttliche, empfangen. Also haben Sie niemals geheilt, sondern es führte den Menschen zu seinem Heil. Na, das ist alles. Sprechen werde ich dann darüber, oder ich sage besser, ich schreibe mal. Ich werde diese Berichte alle so, das heißt alles übertrieben, so kann ich sie nicht, ich kann sie nur in kurzen Zügen fassen, Erklärungen geben, das heißt, warum, wieso, weshalb der Mensch das Heil, Sie würden sagen, die Gesundheit empfangen hatte. Das will ich herausstellen. Und dann werden Sie das Gleiche empfinden, was ich heute hier jetzt in kurzen Zügen gesagt habe. Es ist dann für Sie wieder belehrend. Und das wird besser sein. Also wenn wir die Zeit jetzt hier vergeuden, ich sage es Ihnen hier im kleinen Kreis, und die vielen unserer Nächsten, die gehen leer aus. Einmal geschriebene können Sie alle lesen. Es gibt ja diese Druckmaschine, hören Sie das nicht? Gibt das so viel? Ja, da kann man Ihnen das nachher servieren. Aber Sie haben dann die ganze Erklärung. Wie kam der Mensch zu diesem Unheil, das er an seinem Körper wahrgenommen? Wie kam er zu dieser Störung? Wie lebte er? Was versuchte er alles, während dieser Zeit das heißt sein Körper gestört war? Und wie und wodurch wurde er frei? Das ist alles. Da haben Sie die ganzen 3 Punkte. Das ist das ganze Leben. Also er hat dann die Lebenserfahrung gemacht. Und wie ich sie gesammelt habe, ich habe sie für Sie gesammelt, die stelle ich danach aus. Gott gebe es, dass ich mal über die Zeit verfüge, dass ich mich dann auch mal hinsetzen kann. Ich sage dann auch, hast lang genug gestanden, jetzt kannst du dich mal hinsetzen und jetzt kannst du mal diktieren. Ja. Das bei mir, das schwöre ich, ja. Ich sage, bei mir hat der Tag 24 Stunden, ich habe meine Sekretärin diktiert, ich habe heute angerufen, die schreibt immer noch an dem einen Diktat, was ich diktiert habe. Die schreibt schon Tage dabei. Ja, und das gibt immer so kleine Stöße. Ja, ich muss doch sehen, wie ich die Zeit jetzt heraushole, damit ich unterwegs sein kann. Ich kann mich doch nicht daneben setzen und dann schreiben Sie das mal erst und dann machen wir weiter. Nein. Gebe ich auf eine Woche 14 Tage zu tun, bis dahin bin ich daheim und dann kriegt sie wieder was. Sie sagt heute schon, ja, ich weiß, Sie bringen schon wieder einen ganzen Sack voll. Naja, dann habe ich ja bis Weihnachten zu tun. Und sage ich schon, das wird noch nicht reichen. Also, liebe Freunde, so wie man wirklich viel sammelt, so kann man ja auch viel von sich geben. Sie haben es aber nötig, das viel Gesammelte, das Sie als böse empfunden, auch von sich zu geben. Die Menschen leben in dem Glauben, es wäre richtig, sie müssten jetzt über das Übel sprechen. Wer darüber sprechen will, heute hier nicht dazu gekommen ist und auch nie dazu kommen wird, der gehe jetzt zu seinem Arzt und sagt, hier Doktor, dies, das und jenes. Erzählen Sie ihn alles, dann sind Sie es los und haben sich mal Luft gemacht. So. Und dann tun Sie das Recht. Hier wird nicht darüber gesprochen, denn die Krankheit wird hier nicht behandelt.
Oder wollten Sie das? Die Krankheit behandeln? Das wäre doch dumm, die Krankheit. Noch darüber zu sprechen, ja Freunde, das ist so viel. Glauben Sie, dass Sie alles schaffen jetzt? Eine schöne Aufgabe, die Sie gestellt erhalten haben. Probieren. Wenn ich nun mal frage, Freunde, so vereinzelt, ja, dann können Sie etwas hören, aber lachen Sie nicht. Sie lernen nur daraus. Sehen Sie, ich habe gefragt, glauben Sie, dass Sie jetzt alles schaffen? Ich werde probieren. Wenn Sie das wollen, probieren wollen, Freunde, dann bitte. Sehen Sie, das ist kein fester Glaube. Ich habe nur einen gefragt. Glauben Sie, dass Sie alles schaffen? Ja. Nein, hier ist die junge Frau. Sie auch? Sie glauben, dass Sie alles schaffen? Ja, ich glaube. Ich habe das schon erfahren. Sie haben das schon erfahren. Ich auch an meinem Körper. Erfahrungen sammeln, ja, die machen klug. Aber ich kann es ja mal probieren. Wer hier ist, Freunde, um diesen Versuch anzustellen oder es zu probieren, der ist noch nicht so weit. Nein, da muss noch viel mehr Erfahrung sein. Sie machen hier so ein wehleidiges Gesicht. Wenn ich Ihnen das doch alles sagen könnte, was ich so habe und was so zu Hause und alles ist, ja, Freunde, das ist nicht verstehen. Aber ich will nicht bemitleidet werden, ich bemitleide auch keine. Und ich sage nur, wie es ist. Und wenn der Mensch an Gröning braucht er nicht zu glauben, das gebe ich Ihnen auch mal mit auf den Weg, aber an sich selbst zu glauben und an alles Gute, was der Mensch für sich selbst, für seinen Körper nötig hat. Das ist wundervoll. Ja? Wollen Sie da beginnen jetzt? An sich selbst beginnen? Dann ist es richtig. Es wäre auch falsch, wenn ich sage, Sie müssen jetzt an Gröning glauben. Und Sie müssen an alles glauben, was ich Ihnen gesagt habe. Nein. Hiermit, liebe Freunde, haben Sie eine große Aufgabe. Für Ihr ganzes Leben. Auch dann, wenn wir uns nicht wiedersehen, es müsste reichen. Dass Sie das an sich selbst tun, was Sie sich selbst schuldig sind. Dass Sie von sich selbst überzeugt sind. Nicht von Gröning. Der hat Ihnen nur so einen kleinen Stück gegeben. Der hat nur etwas wachgerufen. Der hat Sie etwas hellhörig gemacht. So. Und jetzt sage ich, an ihn brauchen Sie gar nicht glauben. Glauben Sie aber an sich selbst. Na? Doch besser, nicht? Und Sie sitzen da so, haben Ihre Beine verkrampft. Ich mache das mal so nach. Jeder ist ja froh, wenn er die Beinchen so. Das gibt ja einen Kampfkinder. Wie kann man das nur? Ich bin froh, dass ich sie im rechten Winkel halten kann, dass sie frei sind. Jetzt muss das Bein noch so sein. Ich zeige, wie es ist. Ja, wenn der Mensch so sitzt und sich so gehen lässt und keine Haltung hat, ja, Freunde, das geht natürlich nicht. Entweder habe ich es oder habe ich es nicht. Entweder nehme ich es auf oder nehme ich es nicht auf. Wenn ich diese Körper, diese Menschen sehe, die sich so gehen lassen, wissen Sie, bei uns in der Heimat sagte man, die sind nicht ein Schuss Pulver wert. Das soll man gar nicht. Sich nicht so gehen lassen, sich nicht so hängen lassen. Also man sitzt nun einfach da. Es wäre denn so, wenn ich jetzt so stehen würde. Ne? Oder wenn ich so stehen würde. Oder wenn ich so stehen würde. Wenn Sie sagen, kann der nicht gerade stehen? Dasselbe könnte ich aber sagen, können Sie nicht gerade sitzen? Können Sie nicht frei sitzen? Können Sie nicht Ihren Körper frei bewegen und beim Sitzen nicht? Da können Sie wenigstens ruhen. Ja, aber was tut der Mensch alles? Wenn er sich selbst so sehen würde, kann er wieder sagen, oh, wie sieht das aus? Wie sitze ich? Was tue ich? Ja, was mache ich für ein Gesicht? Das heißt, für eine saure Miene. Und wie rede ich? Wenn Sie das alles hören würden, ja du meine Güte, für einen Unsinn, für ein Durcheinander und so alles Mögliche. Und ich glaube nicht mal, ja, ich habe es auch nötig zu glauben, ich muss es doch haben. Und warum tue ich es nicht? Und alles dieses. Was weiß ich, bitte, ich will es Ihnen gar nicht vorspielen.
Demnächst gehe ich auf die Bühne, das heißt, steige ich wieder mal auf die Bretter und dann spiele ich Ihnen das Lied vor. Dann haben Sie es bildlich, denn wenn Sie sagen, das stimmt, ja, ja, so sind wir. Also ich bin für Sie nur das Spiegelbild, liebe Freunde. Ich spiegle Ihnen Ihr eigenes Leben vor. Noch schöner und leichter kann ich es Ihnen geben, von der Bühne, beziehungsweise durch einen Film. Den werden Sie auch noch mal zu sehen kriegen. Einer wird nicht reichen, dann gibt es ein paar. Und das können Sie sich dann später ansehen. Aber das muss ich erst bewältigen, soweit muss ich es erschaffen, dass es zu dem wird, dass ein Film gerät, dass ich Ihnen das Leben vorspiegle, dass Sie sagen, nein, so möchte ich nicht leben wollen, so möchte ich nicht sein wollen. Da bekommen Sie auch die Lügner, die Betrüger, diese Gaukler, auch diese Scharlatane, alles kriegen Sie dann zu sehen. Dann sagen Sie, ja, ja, so einen bin ich auch mal verfallen. Sollten Sie mich für so einen halten, bitte, aber besser ist, Sie überzeugen sich. Das ist das Beste. Na, wenn Sie jetzt nochmal versuchen? Ja? Werden Sie noch versuchen? Bitte? Sie sollen es tun, Sie sind sich doch selbst schuldig, liebe Frau. Ich bitte Sie, liebe Freunde, in diesem Fall, wie ich es jetzt hier getan, sich nicht über einen Menschen lustig machen. Und ich muss es ja widerspiegeln, das musste ich tun. Nicht um dieser lieben Frau herabzuwürdigen, ihr womögliche Mut abzusprechen, nein. Wir alle, Sie wie ich und ich wie Sie, haben hieraus eine Lehre gezogen. Und sie hat es uns gezeigt, wie Sie es nicht tun sollen. Verstehen Sie? Wir alle müssen dieser Frau dankbar sein für den Fehler, den sie gemacht hat. Gesprochen, aber auch getan hat. Verstehen Sie? Nicht? Mit all dem. Sehen Sie? Mit sich selbst, das heißt, wie sie sich selbst, wie sie ihren Körper begegnet. Wir müssen diesen Menschen dankbar sein, denn aus diesem zieht man die Lehre. Wenn Sie daheim sind, haben Sie einen großen Spiegel, setzen Sie sich da mal so vor und nehmen Sie mal so alle Manieren, die Sie sonst sich zur Gewohnheit gemacht haben. Dann werden Sie bald feststellen, wie affig Sie sich vorkommen. Und Sie sagen, ja, meine Güte. Und daneben schalten Sie, wenn Sie so ein Tonbandgerät haben, das Tonbandgerät an und dann sprechen Sie mal. Alles, was Sie sonst so sprechen, ohne Zwang. Und dann hören Sie es und dann sehen Sie es. Jetzt müsste aber einer noch sein, der Sie filmt. Wenn Sie das dann wiedersehen im Film, wenn Sie dann sagen, ist das bin ich das? Ja, habe ich mich so affig da angestellt? Habe ich mich da so benommen? Habe ich so ein dummes Zeug da geredet? Ja, aber was habe ich damit angerichtet? Den habe ich dies, den habe ich das, den habe ich jenes gesagt, jeden anders gesagt. Und was ist daraus geworden? Ja, du meine Güte, das kommt ja alles auf mich zu. Sehen Sie, da kommt es auch. Dann kommen Sie zur Vernunft und sagen Sie, halt, das ist das, was ich nicht mehr tun darf. Also sich selbst erstmal sehen, sich selbst erkennen, das ist wichtig. Die meisten Menschen aber sind mit sich selbst nicht mehr zufrieden. Es gefällt ihnen so vieles nicht. Der Körper, die Fassage gefällt ihnen nicht, oder die Visage gefällt ihnen nicht, oder wie sie es nennen mögen. Ne? Möchten ein anderes Gesichtchen haben, die oder der hat so ein hübsches Gesicht, ich habe es nicht, der hat so einen guten Körper, ich habe es nicht, der hat eine gute Kleidung, ich habe es nicht und so weiter. Ja, der hat geschafft, der hat Wert auf seinen Körper gelegt, der macht nicht so eine saure Miene und der guckt nicht so auf den Spiegel und macht da so vieles dran. Nein, der hält sich selbst, der hält seinen Körper da rein und er schafft für sich, für seinen Körper, er begleitet ihn und was weiter um ihn ist weiter nichts als nur die Ordnung. Da darf von der anderen Seite kein Hass und kein Neid entstehen, liebe Freunde, das würdigt Sie wieder herab. Tun Sie das Gleichgute wie er auch. Gehen Sie hin und fragen Sie, wie haben Sie das gemacht? Sagen Sie mal, Sie sind immer so ein lebensfroh bejahender Mensch. Wo Sie mich doch schon näher hier kennengelernt haben, wissen Sie ja auch, dass ich den gesunden Humor liebe. Und dass ich dafür bin, dass er nicht nur uns erhalten bleibt, sondern dass wir ihn fördern. Verstehen Sie? Den gesunden Humor kann nicht jeder haben. Wer ihn aber hat, und er fühlt sich wohl. Festgestellt haben Sie es ja auch schon.
Wenn sie mal Trübsal geblasen, dass sie abgebaut waren, dann waren sie ein humorloser Messer, wollten sie nichts sehen, nichts hören. Aber wie der gesunde Humor wieder vorkam, haben ihre Angehörigen gesagt, oder sie selbst haben von denen gesagt, ach, er hat schon wieder seinen gesunden Humor. Also das war schon wieder ein gutes Lebenszeichen. Ne? Und das möchte ich von Ihnen doch auch mal erleben. Nicht, dass Sie immer so Trübsal blasen. Nicht, dass Sie immer missgestimmt sind. Nicht, dass Sie immer diesen Dreck aufnehmen, sondern nur Gutes. Und dann bewegen sich doch unter Menschen, die Ihnen wirklich Gutes bieten und die Ihnen auch ein Vorbild sind, von denen Sie noch lernen können. Möglich, dass Sie hier vom Gröning, der nur Zimmermann ist, nicht genug lernen können. Das ist möglich. Suchen sich einen anderen aus. Es ist auch nicht die Hauptsache, Sie finden einen. Und der Ihnen ein Vorbild ist. Und der zur Wahrheit steht. Und der Ihnen nur das liebe Gute gibt, wie er das in sich hat. Der ehrlich ist. Der nicht da kommt und schmust und sagt. Soll ich Ihnen das mal vorspielen? Ich sage lieber demnächst auf die Bretter, das ist besser. Die Menschen sollten, Tantchen, Handchen, dann bitte liebe Leute. Und dann hinterher die alte, die habe ich, oh, die habe ich irgendwie die geglaubt, ich bin so, ich will ja weiter nicht als nur das von der Erben und so weiter. Und wie belügt und betrügt ein Mann die Frau und die Frau den Mann und was weiß ich, was es alles gibt. Diese Heuchler, diese Lügner, diese Betrüger. Und wie gut ist das Leben, wenn Sie Menschen antreffen, die nur für das Gute leben, die nur das Gute in sich haben, eine wirklich echte, eine große Liebe, die Liebe Gottes in sich tragen. Wissen Sie, Freunde, da treffen Sie diese Menschen an, die wirklich ein lebensvorbejahender Mensch sind und das glückliche Menschen sind und die wirklich Vorbild aller sind. Hier spielt jetzt die Konfession und die Nation oder der Beruf keine Rolle. Auch dann nicht, wenn der Zimmermann ist. Diesen macht. Holzwurm kann nicht jeder sein. Aber natürlich muss er Verständnis für alles haben. Und da war man ja so meistens auf einer Höhe, wissen Sie, wenn man so ein Haus gedeckt hat, das heißt ihm das Dach gegeben hat, nicht, dass das Haupt für so ein Haus ist. Von oben kann man alles betrachten, wie das unten aussieht. Immer von einer höheren Warte aus alles betrachten. Ne? Und sich hier des Göttlichen auch bedienen, indem man alles so gut zu formen weiß. Na gut. Aber der Mensch kann ja noch viel, viel mehr. Hat viel, viel mehr geschaffen. Und das, was er geschaffen hat, indem Gott ihm einen Körper gegeben hat, indem er gute Gedanken aufgenommen hat, das gut Gewollte auch in die Tat umsetzte, bitte, da brauche ich Sie gar nicht fragen. Alles liegt auf dem geistigen Weg. Eins war es nicht mal ein Gedanke. Da hat der eine diesen und der andere jenen Gedanken aufgenommen. So er gewollt hatte, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen, er besann sich auf seinen Körper, er bediente sich seines Körpers und setzte diesen Gedanken in die Tat um. Ich brauche das gar nicht aufzuzählen, sondern alles, was Menschenhände geschaffen haben. Der Mensch ist göttlich und bleibt es auch. Auch dann, wenn er Böses in sich trägt, auch dann, wenn er vom Bösen geführt wird. Er bleibt göttlich. Nimmt er böse Gedanken auf, wird er Böses tun. Nimmt er gute Gedanken auf, wird er Gutes tun. Lebt er im Willen des Böses, dann dient er dem Bösen. Lebt er im Willen Gottes, dann dient er Gott. Also, die Wahl, liebe Freunde, liegt ganz bei Ihnen. Und nun, was haben Menschenhände Wundervolles geschaffen? Und doch lehnen sie alles Geistige ab. Es liegt doch alles auf dem geistigen Weg. Der Mensch hat doch alles schaffen können. Wen ist er zu Dank verpflichtet? Wen müsste er sich dankbar zeigen? Doch nur Gott. Aber nicht das Schlenderleben zu leben, wie er sich das Leben eingerichtet hat. Schau, bei uns ist das so, das ist so und wir müssen so sein. Und wir haben unsere Familie nur so gelebt und das können wir nicht. Also hat sich vieles hier zu eigen gemacht. Nur von ihren Nächsten angenommen. Er ist nur menschenhörig geworden. Das heißt, dadurch hatte die Gotthörigkeit eingebüßt, die hat er verloren. Er konnte nicht mehr gotthörig sein. Sehen Sie? Darauf kommt es an. Es gibt viele Geiger, aber wenige Künstler.
Es gibt viele Menschen, die nicht ein, sondern ein oder mehrere Studien machen, ja, aber viele Größen gehen da heraus. Die haben sie da auch so große Schulen, Hochschulen und wie sie alle heißen. Ja, viele Künstler sind da rausgegangen. Wann ist der letzte rausgegangen aus einer großen Schule hier in Wien? Na, wer weiß es? Belehren Sie mich doch auch immer, wissen Sie gar nicht. Es ist schon viele Jahre zurück, ist mal eine gewisse Größe rausgegangen. Ich will Ihnen das nicht zur Aufgabe. Wissen Sie es? Nee, was? Keiner? Gar nicht dann. Aber es kommt auch selten so eine Größe heraus, das wissen Sie. Nicht? Oder werden Sie alle gewisse Größen? Nein. Sie entwickeln sich einfach nicht. Sie nehmen nichts auf, Sie sagen, das, was ich gelernt habe, genügt. Nur die wenigen sind dabei, sie nehmen Eigenes auf. Das heißt, das auf, was andere nicht aufnehmen. Sie sagen, da habe ich den Anlass bekommen, da wurde ich angeraten, da habe ich das so aufgenommen, aber jetzt nehme ich nur den Gedanken auf und diesen und jenen und ich setze diesen in die Tat um. Anfangs wird er natürlich verlacht und verhöhnt, deshalb, weil Menschen davon nichts wissen, weil sie davon nichts verstehen, weil ihnen das neu ist. Haben Menschen nicht über alles gelacht, nicht über alles hergezogen, auch was Menschen geschaffen, was Menschen ins Leben gerufen haben? War das nicht immer so? Sehen Sie. Auch Sie werden verlacht und verhöhnt werden, wenn Sie viel drüber sprechen und nichts tun. Und wenn Sie das Gute erfahren haben, sehen Sie, und dann sagen Sie, jetzt ist es fertig. Jetzt habe ich alles wieder zurückerhalten in meinem Körper, dass ich mich glücklich fühle und dass ich ein wirklich lebensvorbejahender Mensch bin. Ich habe jetzt keine Störung mehr, ich nehme auch keine Störung mehr auf. Aber genauso ist es auch, wie wenn Menschen was geschaffen haben, die vorher schon darüber gesprochen haben, was sie zu schaffen gedenken, was sie schaffen werden. Und sie wurden gestört und dann konnten sie es danach nicht. Dann war es schwierig, dann wurden sie bekämpft und sie konnten das Werk nicht vollenden. Ich brauche sie gar nicht aufziehen, sie sind so belesen, sie wissen so manches. Sie haben so manche Räuberpistole schon gelesen, so manchen Roman gelesen, so manche schon gelesen, so manche Geschichte gelesen. Sie wissen auch schon einiges. Falls nicht, lassen Sie sich sagen oder erleben Sie Ihre eigene Geschichte. Nun, liebe Freunde, ich habe Sie wirklich sehr lange festgehalten heute. Sind Sie mir ungehalten deswegen? Oder glauben Sie, es wäre gut, dass wir noch beisammen bleiben? Bitte? Dass Sie richtig hier durchschwärmt sind. Warm genug sind Sie doch geworden hier, ne? Aber genau das Gleiche ist auch, wie wenn Sie irgendwie so auftauchen, wo Sie das erste Mal erschienen sind. Da waren Sie noch nicht warm, da waren Sie so schüchtern. Danke, nein und alles. Bis Sie warm geworden sind, da selbst in diesem Familienkreis, nur dann waren Sie wie zu Hause. Fühlen Sie sich heute auch hier so wie zu Hause? Ja, Sie sind zu Hause, aber auch jetzt so, frage ich Sie, wie es hier ist. So ruhig? Falls nicht, dann schaffen Sie die Ruhe. Schaffen Sie die Ordnung, dann haben Sie alles. Also Fragen hätte ich viel zu stellen. Aber besser ist, Freunde, Sie stellen sich die Fragen jetzt selbst. Und dann, wenn Sie sagen, ja Gröning, jetzt verstehe ich Sie, ja Ihre Geduld, ja und alles. Sie haben recht. Ich habe mich um die Ruhe nicht mehr bringen lassen, wie ich am Abend sowieso, haben wir heute Uhrzeit sowieso, im Hause sowieso, aufgenommen habe. Um diese habe ich mich nicht mehr bringen lassen. Ich habe immer dafür gesorgt, dass sie dabei blieb. Und tatsächlich fühle ich mich wohl. Na, dann haben Sie doch was mitgenommen. Und dann werden Sie sagen, ja, geglaubt habe ich, aber ich müsste Ihnen die Krankheit sagen, er müsste jetzt behandeln, wo doch viele hier sind, die sagen, ich will ja weiter nichts, als nur, dass der Heiler heilen muss, und das wäre falsch. Das kann mir ja keiner sagen, weiß auch jeder, dass ich das nie so getan habe und dass deshalb das dann nicht zustande kommt, das weiß ich auch. Man darf über das Übel gar nicht sprechen. Mit dem Verstand sollen Sie es nicht erfassen, Freunde, sondern mit dem Herzen.
so ist es mit dem Herzen aufgenommen, so ist es auch ihr Herzenswunsch ist und so sie glauben, dass ihr Herzenswunsch ihnen auch erfüllt wird. Wenn sie noch nicht glauben, ich glaube für sie, dass eine Erfüllung fehlt. Es ist traurig, aber für sie, wenn sie noch nicht glauben können. Leichtgläubig sollen sie nicht sein, aber bitte jetzt überzeugen sie sich und dann sage ich, dann können sie auch glauben. Bekommen sie keinen Krampf, wenn sie so machen? Das merken sie gar nicht mehr, ne? Wenn sie ihren Fuß immer so halten, sehen sie, das ist schon Gewohnheit. Aber ich würde ihn kriegen, wenn ich ihn sehr zu anstrengen. Ich meine, ich kann mich bewegen, das ist nichts, ist das, also das, da können sie das nur alle schmeißen, aber wie gesagt, verkrampfen den Körper, die Glieder, oh nein, das ist nicht gut. Aber Gewohnheit ist Gewohnheit, ein Mensch kann danach nicht ohne sein. Und er weiß gar nicht, was es mit sich bringt. Nun glaube ich, liebe Freunde, habe ich Ihnen sehr viel mit auf den Weg gegeben. Soll ich es noch bekannt geben bei den Weihnachten? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ist nur dann. Also doch werden Sie aber das Glück haben, ja? Also, wenn das Wetter einigermaßen ist. Dass Sie eine Feier hier haben werden. Wenn Sie mich dazu einladen. Ja. Ja? So. Bin ich dann notwendig? Ja. Das glaube ich. Ja? Glauben Sie, Sie werden nicht alleine fertig? Glauben Sie, Sie können die Feier nicht alleine so feiern? Nicht so schön. Nicht so schön? Gut, so es Ihr Herzenswunsch ist, bitte lassen Sie es mir dann wissen über unsere nächsten Freunde, die mir das dann mitteilen werden. So ich habe ja diesen Monat Dezember, bitte, der steht nicht offen, nein, der ist soweit voll belegt. Tage habe ich schon für Österreich geschenkt, soweit, und gut, sollte der Wunsch mir so stark sein, dass ich doch zur Weihnachtsfeier kommen soll, wie Sie das nur nennen, Weihnachtsfeier, Sie wissen ja, wie ich Ihnen das auf den Weg gebe. Aber sollten Sie doch den Wunsch haben, wie Sie ihn auch haben, bitte, dann lassen Sie es unseren Freunden wissen. Ich will Ihnen diesen Ihren Wunsch, wo Sie heute schon glauben, erst recht erfüllen. Dann komme ich. Und wenn Sie sich glücklich fühlen dabei, Sie glauben, dass es richtig ist, ja, warum soll ich nicht? Warum soll ich das Glück aus dem Wege gehen? Ich will mich auch überzeugen. Ich möchte dann auch diese glückliche Stunde miterleben. Erleben, nicht verleben. So, meine lieben Freunde, nun glaube ich Ihnen heute das Wichtigste gesagt zu haben. Es ist für Sie nur eine Aufgabe, eine Belehrung. Ja, und jetzt sagen Sie mich danke, 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 Grün. Nein. Liebe Freunde, danken Sie nie mir, danken wir alle Gott dafür. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche ein gesundes Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Segen in all Ihrem Leben. Das heißt, solange Sie noch hier auf dieser Erde sein werden. Und vergessen Sie jetzt nicht Ihren Nächsten. Nehmen Sie jetzt nichts Böses mehr auf, sondern bewahren Sie jetzt die Ruhe. So Sie heute noch nicht bitten, noch nicht beten können, werde ich für Sie bitten und für Sie beten. Und so Sie auch noch nicht glauben können an sich selbst und an alles Gute, was Gott für Sie, für jedem Lebewesen bestimmt hat, dann tue ich es. Das können Sie mir nicht verbieten. Ich tue es. Denn dazu bin ich hier. Dazu ist die Zeit. Nicht für mich nur, sondern auch für Sie bestimmt. Wir haben die Zeit nur zu nutzen. Und nun, liebe Freunde, nützen Sie die Zeit von heute bis zum Wiedersehen. Nochmals alles Gute.